Hast du dir auch schon überlegt, warum du einige Konflikte, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, immer wieder bekommst, warum dich etwas immer wieder antriggert und du daraufhin womöglich sogar krank wirst, weil dich sowas triggert? Ich habe heute einen Versuch unternommen, und zwar gibt es in meinem Leben ein bestimmtes Thema, das ich mit mir rumtrage und das dich eventuell auch betrifft. Und zwar geht es darum, dass man an bestimmten materiellen Dingen haftet. Also, dass man einfach denkt, was wäre mein Leben ohne diese Sachen? Nun weiß ich, auf einer höheren Ebene sind wir frei von allen möglichen Sachen und könnten unser Leben wirklich so leben, dass wir sagen können, egal wo ich gerade bin, bin ich glücklich genug, um dort mein Leben stattfinden zu lassen. Und das inkludiert natürlich auch, egal was ich dann bei mir habe. Also es geht darum, das Gefühl loszulassen, alles mögliche Materielle haben zu müssen, bei sich haben zu müssen, verfügbar haben zu müssen und dann in eine Freiheit zu kommen und in ein Freiheitsgefühl zu kommen, wo man plötzlich merkt, hey, das ist eigentlich das Leben. Also besteht das Leben, ist die erste Frage, daraus, dass man an Materiellem anhaftet. Ich möchte mal eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar hatte ich vor ein paar Nächten einen Traum, der hat mich total fasziniert. Ich bin irgendwo auf dem Meer gewesen, also als Schwimmerin, und plötzlich kam so eine Art Tsunamiwelle. Und diese Welle, die hat mich mitgenommen und gefühlt 20 Meter in die Höhe gehoben. Ich schwamm aber die ganze Zeit oben auf der Welle. Das heißt, die Welle hat mich mitgerissen, aber ich war immer mit dem Kopf so oberhalb des Wassers, dass ich ganz normal atmen konnte. Und ich habe diesen Auftrieb, diesen Schwung nach oben, diese 20 Meter hoch, total genossen und habe mir aber trotzdem in dem Traum Sorgen gemacht darüber, was passiert wohl, wenn die Welle mich fallen lässt. Und ich habe es nicht erlebt. Ich habe das nicht mehr erlebt. Ich habe dann, als ich wach wurde, gedacht, so, ja, was wäre denn wohl passiert? Aber dann war die Frage für mich, was ist, wenn es ausreichen würde, sich keine Sorgen zu machen über das, was passiert? Weil das ist ja gerade das, ich konnte ich sag jetzt mal, diesen Wellenhub, dieses Wellenreiten komplett genießen. Das heißt, ich konnte es eigentlich nicht komplett genießen, weil ich mir, während ich es genoss, trotzdem Gedanken darum gemacht habe, was wohl gleich passiert, wenn die Welle runtergeht. Und wenn ich so recht überlege, dann war der Genussmoment dennoch höher als die Angst. Das heißt, ich bin mit der Welle schon ein Stückchen mitgegangen. Aber dann habe ich das Ende eben glücklicherweise nicht miterlebt, weil die Geschichte war für mich zu Ende. Der Traum stoppte oder ich kann mich nicht mehr erinnern, nachdem ich diesen Wellenberg erreicht hatte. Ja, und da war ich eigentlich komplett ohne jegliche Anhaftung an Materielles. Es war alles komplett egal. Für den Moment war Leben im Jetzt. Und das ist ja immer das, wovon man sagt, wenn du schon dieses Leben lebst, diesen Traum vom Leben, dann wäre es ja schön, wenn du im Moment immer das Jetzt lebst. Ja, und jetzt zurück zu meiner Frage. Kann ich ohne materielle Anhaftung leben? Das heißt, kann ich diese Anhaftung aufgeben und was passiert dann mit meinem Leben? Es geht ja nur um die emotionale Ebene im Moment. Das heißt nicht, dass ich alles wegschmeißen muss, das heißt nicht, dass ich die Sachen alle jetzt hergeben müsste, aber es geht darum, ob ich diese Anhaftung hergeben kann. Und ich frage mein Herz und ich frage meine innere Weisheit, kann ich das? Kann ich diese Anhaftung einfach loslassen? Ja, mein Herz antwortet, ja, das kannst du. Und jetzt ist die Frage, ich könnte dann wieder sagen,
ich entscheide mich jetzt, diese Anhaftung ans Materielle, an jegliches Materielles, einfach komplett loszulassen. Bis in jede Sphäre, wo diese Anhaftung abgespeichert war. Lasse ich sie jetzt komplett los. So, und jetzt war die Frage, was passiert? Was habe ich überhaupt vor? Warum mache ich das überhaupt? Natürlich, damit ich mich freier fühle, aber ich habe etwas im Hinterkopf. Und zwar habe ich bei mir das Gefühl, dass ich in gewisser Weise einen Revierkonflikt habe. Und da sich dieser Revierkonflikt für mich aber überhaupt nicht erklärt, habe ich mir einfach gedacht, ich lasse die Anhaftung an jegliches Revier, also jegliches Materielle, übersetzt, los. Und ich frage mein Herz und ich frage meine innere Weisheit, kann es sein, dass ich durch das Loslassen an Materielles diesen Revierkonflikt, der zu Krankheiten führt bei mir, wieder auflöse? Ja, mein Herz sagt, ja, das schaffst du darüber. Okay, und ich frage jetzt mein Herz, wann werde ich die Folgen dieses Loslassens in Form von Gesundheit fühlen? Mein Herz sagt, das stellt sich jetzt schon sofort ein. Also ich habe heute Vormittag schon losgelassen und ja, das wäre auf jeden Fall eine Übung, die man mal machen kann, dass man die Anhaftung an Materielles einfach über die Herzebene, über das Gefühl loslässt. Das war mein Tipp für dich heute. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann hinterlass mir gerne einen Like-Daumen. Und wenn du weitere Videos von mir sehen möchtest, dann abonniere jetzt sofort meinen Kanal und aktiviere auch gleich die Glocke. Dann wirst du nämlich über jedes neu hochgeladene Video informiert. Alles Liebe, bis dann. Ciao, ciao.